Und was ihr beschworen, kam. Ihr Wille manifestierte sich im Leichnam von Kaiser Varys. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Abenteuer hier in der Welt von Final Fantasy XIV. Und einem neuen Abenteuer, das wir noch nicht genau einordnen können, denn auf uns wartet eine Fragezeichen-Quest. Aber bevor ich die bei Lucia annehme, erst nochmal vielen Dank an meine Kanalmitglieder, die mich auch diesen Monat besonders unterstützt haben. Und besonderen Dank geht natürlich, wie in jeder Folge, an meine Ehren- und Produktionsmitglieder Julia Neiblumen und Klingone23. Und an euch beide ist in den nächsten Tagen so eine neue Postkarte unterwegs. Ich halte sie mal gerade rein. Mit meinem neuen alten Kanallogo. Ich meine, die sind jetzt auch schon, ich habe das benutzt jetzt schon fast 2 Jahre, das Kanallogo. Aber immerhin habe ich jetzt die Postkarten dafür angepasst. So, aber Lucia in fremder Haut. Lucia sieht Grund, sich etwas zu entspannen. Die Handwerker berichten, dass die Arbeit an den Öfen planmäßig voranschreitet. Wir haben Erzseims aus den Zöpferhöhlen bekommen und damit die alten Heizvorrichtungen, die sie reparieren ließen, in Betrieb genommen. Bald wird es auch etwas zu essen geben. Jetzt müssen eigentlich nur noch die Galeer eintreffen. Nutzt doch die Gelegenheit für eine Pause. Du hast bereits genug getan. Ich habe Jistolla gerade auf dem Platz gesehen. Sie scheint ebenfalls Pause zu machen. Warum leistet ihr nicht etwas Gesellschaft? Okay. Wo ist denn die olle Hexe? Da. Jistolla? Hallo, Jistolla. Hallo, Tara. Es ist schön, dass du wieder da bist. Bei der Versorgung der Besessenen und der Heilung der verletzten Legionäre ist mir immer wieder das Gleiche aufgefallen. Die Wunden sitzen tiefer. Nicht nur das Fleisch leidet, sondern auch das Herz. Da helfen keine Zaubersprüche. Jeder muss sich seine seelischen Wunden selbst stellen und so das neue Galemite Schritt für Schritt voranbringen. Wir können sie dabei nur begleiten. Große Ereignisse bahnen sich an. Bitte stell sicher, dass du genug Zeit hast, dir die folgenden Szenen anzusehen. So, das gilt natürlich auch für euch. Nehmt euch Zeit, nehmt euch einen Kaffee. Jetzt wird wahrscheinlich weniger Action gezeigt, sondern viele Cutscenes. Oder doch ein Kampf. Mal gucken. Möchtest du fortfahren? Ja, bitte. Genau, jetzt geht der Akku von meinem Headset aus. Oh Gott, baden. Den Song kenne ich auch aus irgendeinem anderen Final Fantasy, glaube ich. Aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Sind das die letzten? Ja, das sind alle, die sich uns anschließen wollen. Zumindest kommen mir Ersatzstücke aus dem Lied bekannt vor. Ich würde mal auf Final Fantasy 8 oder 9 tippen. Die anderen haben wir mit Öfen und Nahrungsmitteln versorgt. Damit werden sie sich eine Weile durchbeißen können. Das ist gut zu hören. Um die Verletzten kümmern wir uns hier. Die anderen können sich weiter hinten bei einer warmen Mahlzeit aufwärmen.
Endlich etwas Wärme. Gemütlich, nicht wahr? Diese wohlige Wärme hast du übrigens den schlauen Maschinisten Ishgards zu verdanken. Genieße sie. Ihr habt vielleicht die Baupläne gezeichnet, aber gebaut haben diese Öfen die Schmiede von Limsa-Lominsa. Jetzt spalte mal keine Haare. Fakt ist, es ist warm, weil wir die Schlausten sind. Schlau? Wenn du schlau wärst, würdest du jetzt deinen Mund halten. Wir haben die Öfen gebaut. Wir? Du kannst doch einen Hammer nicht von einem Amboss unterscheiden. Juhu! Was erlaubst du dir, du eingebildeter Schnösel? Für sie immer noch eher eingebildeter Schnösel. Lieber sterb ich! Den Gefallen tue ich dir nicht. Hier. Ist schon. Das wird dich nicht umbringen. Ich bin aus Alamigo, wurde aber in die Legion eingezogen. Da haben wir das immer mit den galeischen Offizieren gegessen. Das Rezept für diese Suppe stammt ursprünglich von den Hirten der Asim-Steppe. Sie schmeckt besser, als sie aussieht. Und sie wärmt den Magen. Ist ein bisschen zu deftig für meinen Geschmack. Bei euch isst man ja auch nur Kräuterblätter und Wurzeln. Es sind die kleinen Dinge, die das Leben lebenswert machen, stimmt's? Es ist, als würde man träumen. Damals, als der Drachenkrieg endlich vorbei war, habe ich mich genauso gefühlt. Jeden Morgen sah ich diese neue friedliche Welt und fragte mich, ob ich mir das alles nur einbilde. Und kaum habe ich mich daran gewöhnt, da erfüllst du uns einen weiteren Traum. Tja, dafür bin ich da. Erfüllerin von Träumen. Ohne dich und den Bund der Morgenröte wäre das alles nicht möglich gewesen. Ishgarda und Drachen, aber auch die vielen anderen Völker dieses Gestirns wären sich niemals näher gekommen. Die Eorsäische Föderation, das Ilsabad-Korps, all das hätte es nie gegeben. Ja. Wenn das mal mit dem Abenteuerleben nicht mehr funktioniert, dann werde ich Kupplerin. Es sind viele Tränen geflossen. Wir werden alles dafür tun, dass es keine Tränen der Reue sind. Und ich werde helfen, wo ich nur kann. Danke. Ich fühle mich zu gleichen Teilen als Eorsäerin wie auch Galearin. Ich verspreche, alles zu tun, um die Kluft zwischen den beiden Völkern zu verkleinern. Es ist wirklich ein Wunder und mehr, als sich die Popularen je erhoffen konnten. Gibt es nichts, was du bedauerst? Ein paar Dinge lasten schwer auf mir.
Wenn ich daran denke, wie viele Wegbegleiter ich verloren habe, friert mir das Herz. Aber dennoch fühle ich auch jetzt eine Wärme, als wären sie hier. Ja, ich kenne diese Kälte im Herzen. Aber an Abenden wie diesen spüre ich sie nicht. Ach ja, das magische Blümchen habe ich komplett schon vergessen, dass wir das ja haben. Kaiser, Varys! Hätten wir dem vielleicht alle mal eine Marke geben sollen. Schnell! Die Seelenwächter! Du bleibst schön hier. Mein Meister wünscht dich zu sehen. Und man lässt ihn besser nicht warten. Okay. So viel zu Friede, Freude, Eierkuchen. Das Experiment war erfolgreich. Aber die Wirkung wird nicht lange anhalten. Bereite schon mal den Herd vor. Wach auf! Guten Morgen. Hier. Iss das, bevor es kalt wird. Vorsicht, wenn du den Helm abnimmst. Du musst dich noch an dein neues Zuhause gewöhnen. Was für ein Helm. Und das sind nicht meine Katzenhändchen. Und? Wie fühlt es sich an? Ein neuer Körper kann ja so eine Wohltat für eine geschundene Seele sein. Dieses Wunder der Technik haben wir Aulus zu verdanken. Erinnerst du dich? Du hast ihn in Ala-Mhigo ermordet. Er nannte es Gehirnwäsche. Aber es ist ja so viel mehr. Besonders in der verfeinerten Variante. Du gibst mir jetzt sofort meinen Körper zurück, oder? Ich meine, das oder ist eine leere Drohung, aber... Damit du uns das schöne Abendessen verdirbst? Das lassen wir lieber. Es war gar nicht so leicht, dich hierher zu bringen. Aber du bist ja seine treue Gefährtin. Und als ich erfuhr, dass du in der Nähe bist, hielt ich es für eine gute Idee, dich einzuladen. Leider hast du nicht geantwortet. Also habe ich mir erlaubt, dein Schweigen als ehrfürchtiges Einverständnis auszulegen.
Hör nur. Der Vater freut sich, dass sein unartiger Sohn endlich eine Spielgefährtin hat. Ach ja, das sollte ich vielleicht erklären. Jetzt bin ich doch ganz gespannt, was das ist. Du weißt sicherlich, dass das Kaiserreich jede Art von Religion verboten hat. Denn ohne Götter keine Beschwörungen. Und an wen wenden sich die Bürger dann, wenn sie sich hilflos und verletzlich fühlen? An den Kaiser? Richtig, an ihren geliebten Kaiser. Ich gebe zu, Garlemald hat schon bessere Tage gesehen. Der große Solustos Galvus ist tot, Aufstände in den Provinzen und dann wurde auch noch der neue Kaiser ermordet und ein Bürgerkrieg losgetreten. Es ist doch wirklich jammerschade. Das galeische Volk rief nach Erlösung. Ihre Bitten, man könnte auch sagen ihre Gebete, beschworen ein galeisches Kaiserreich in alter Blüte. Und was sie beschworen, kam. Ihr Wille manifestierte sich im Leichnam von Kaiser Varys. Der Erlöser ist gekommen! Die Verkörperung des galeischen Geistes! Anima! Anima streckt den Hilfesuchenden seine Arme entgegen und ermutigt sie, den Kampf aufzunehmen. So wie die Kaiserstadt Macht und Reichtum anzieht, tut Anima es mit dem Äther, aus allen Winkeln dieses Gestirns. Die Türme, mit denen ihr euch so beschäftigt, dienen als Erweiterung Animas. Eine bewundernswerte Technik. Ist es nicht so, mein Meister? Der ist irgendwie auch ganz von Sinn. Welchen Reiz hat eine Beute, die man bereits erjagt hat? Genau, keinen. Ohne die Erregung der Hatz tut der Jäger nur die Arbeit eines Schlachters. Ein Handwerk ohne den kleinsten Funken künstlerischen Ausdrucks. Du siehst es bestimmt ähnlich. Seit unserer schicksalhaften Begegnung hoch über den Dächern von Ala-Mhigo hat deine Bewunderung für mich sicher etwas gelitten. Damit muss ich leben. Und wenn du die Fährte nicht wieder aufnimmst, werden wir diesen Moment des Hochgefühls nie wieder erleben. Aus diesem Grund tue ich alles, um das Feuer in dir auf ein neues zu entfachen, während ich ungeduldig meine Krallen wetze. Auf eines ist Verlass. Wo Leid und Verzweiflung grassieren, als du herbei, um deine lächerliche Rolle als Beschützerin dieses Planeten zu spielen. Ja, das Chaos und die Zerstörung, mit denen meine Horden das Land überzogen, dienten nur als Köder. Hattest du die Sprache verschlagen? Entschuldige, ich bin ein fürchterlicher Gastgeber. Habt ihr schon genug gespeist? Mein Hunger ist nur durch eine Sache zu stillen. Und meine treue Gefährtin hat anscheinend den Appetit verloren. Dieses langweilige Mahl ist unserem Wiedersehen einfach nicht angemessen.
Dabei wollte ich bloß einmal etwas anderes ausprobieren. Aber zum Glück habe ich noch etwas, das dir besser gefallen wird. Bevor ich mir meinen Körper von diesem Aschien zurückholte, fand meine Seele Platz in einem anderen. Der Kampf in fremder Haut war eine erhellende Erfahrung. Ich spürte meine eigenen Schwächen so deutlich wie nie zuvor. Ich fragte mich, wo liegt wahre Stärke? In Fleisch und Knochen? Oder doch in unseren Seelen? Nun, du wirst es jetzt selbst erfahren. Oh oh. Folge mir, wenn du ihn wiederhaben willst. Sowas aber auch. Was wird wohl aus deinen Freunden, wenn mein Meister in deinem Körper vor sie tritt? Ich ahne Schreckliches. Du solltest dich beeilen, sonst kommt es noch zu einem Blutbad. Warte, ich begleite dich. Man ist ja kein Monster. So, hier wären wir. Das Lager. Ich halte es für das Wahrscheinlichste, dass mein Meister in deinem Körper hierher unterwegs ist. Besser, du holst ihn ein, bevor er noch etwas anrichtet. Den Rest des Weges musst du selbst zurücklegen. Du sollst es schließlich nicht zu einfach haben. Ist das der Dank dafür, dass ich dir helfe? Und überhaupt, du hast noch ganz andere Hindernisse zu bewältigen. Angefangen mit denen da. Besessene Soldaten, die jeden töten, der sich nicht Anima verschworen hat. Zum Beispiel dich. Normalerweise würdest du ihnen im Handumdrehen den Garaus machen. Aber sieh dich an. Du bist heute einfach nicht du selbst. Okay, der Kampf von In fremder Haut beginnt. Na toll. So, dann gucken wir mal ganz kurz, was wir für Fähigkeiten haben. Wir haben Combo Halone Scroll. Okay, das ist eine Combo-Attacke. Verwegenheit. Du hast ausgeteilten physischen Schaden und Schutzwall. Okay. Und wir sind unter Zeitdruck. Ach, ja, toll. Also ich habe wirklich nicht viel. Das in die Richtung. Aber ja, du Besessener. ...23 Sekunden erhöhen wir den Kampfkopf. Machen wir mal hier die Mauer rein, um uns ein bisschen zu verbessern. Oh, oh, ups, raus da. Okay, das könnte es sein. Ganz schön abgemüht.
Beim nächsten Mal versteckst du dich besser. Wie ein ängstliches Mäuschen. Okay, wir müssen in die Richtung können wir nicht. Ich kann immer noch nicht in die... Achso, warte, ich muss den... Der Legionär hat seinen letzten Atemzug getan. Untersuchen. Okay, was habe ich jetzt hier? Der bessere Legionär hat einen Frontentrank. Wenn du Schaden nimmst, kannst du nur einen Frontentrank des Lebens retten. Dieser Trank findest du bei gefallenen Gegnern oder zerstörten Magitech-Maschinen. Okay. Können wir noch einen mitnehmen? Wenn du Schaden nimmst, okay, wir können auch beten. Du sprichst ein stilles Gebet. Wärst du in deinem Körper, hättest du vielleicht helfen können. In diesem Auftragsabschnitt kannst du deine normalen Fähigkeiten nicht einsetzen. Gehe deshalb kämpfen möglichst aus dem Weg und rücke schnell auf das Camp Splitterglas vor. Wenn du entdeckt wirst, werden dich besessene Legionäre und Magitech-Maschinen an deinen Fersen heften. Letztere sind besonders gefährlich. Laufen wir mal. Okay, da kommen wir natürlich nicht lang. Na toll. Okay, so viel dazu. Und eine Stealth-Mechanik haben wir auch keine. Das ist so ein Mist aber auch. Aber da hinten können wir was. Zerstörter Schnitter. Können wir lang. Aktivieren mal den zerstörten Schnitter. Die Überreste eines Magitech-Schnitters. Aufgrund der schweren Schäden ist er nicht mehr zu gebrauchen. Nein, da bin ich nicht lang. Weg mit euch! Weg mit dir! Kusch! Kann ich an den vorbeilaufen? Nein, so. Holen wir uns den Schnitter. Die Überreste eines Magitech. Findest du einen... okay, einen Fronttrank haben wir. Ich würde jetzt hier in die Richtung weiterlaufen. Da komme ich aber nicht weiter. Dann eher in die Richtung hier. Gehen wir so weit wir können da rum. Okay, wir haben keine Akku gezogen. Das ist auch gut. Ein junger Soldat, der nicht mehr zu helfen ist. In seinen Kalten hält er noch einen Frontentrank. Okay, wir haben 2 Frontentränke. Dann aktiviere ich mal einen. Irgendwie. Okay, wir haben uns ein bisschen gehalten. Ich denke mal, wir müssen weiter in die Richtung. Da haben wir noch was. Legionärsleiche. Diese bedauernswerte Seele hat sich verbissen gewehrt. Doch es hat nicht gereicht. In einer Hosentasche findest du einen Frontentrank. Okay, da kommen wir nicht weiter. Da ist noch zu viel verbarrikadiert. Da ist mir auch zu viel. Voll, aber da komme ich nicht weiter. Okay, das sieht gut aus. Aber hier komme ich nicht weiter, verdammt. Okay. Nein, ich habe Akku gezogen. Dann müssen wir uns da den Kampf stellen. Gut, dass ich 2 Fronttränke habe. Solange wir nur gegen einen kämpfen müssen, geht es. Okay. Wir nehmen den Trank wieder. Einfach für Sicherheitsfälle. Und der läuft hier hinten lang. Da gab es leider keinen Trank. Müssen hier rüber. Hoffentlich ziehe ich nicht. Keine Akku. Nein, ich habe es geschafft. Gut. Weiter.
Okay, ich habe von irgendwas Akku gezogen, aber nur vom Legionär. Gut, das schaffen wir. Zeit 18 Minuten. Ich denke mal, wir sind doch gut drin. Okay. Die Überreste eines Magitex. Doch die Schäden sind so stark, dass du nichts mehr retten konntest. Okay. Aber wir nehmen trotzdem sicherheitshalber mal den Trank. Okay, und weiter. Okay, aber wir sind hier am Ende. Problem ist, ich weiß halt absolut nicht, wo wir lang müssen. Kann auch sein, dass wir total in die, dass ich total in die Irre gelaufen bin. Die Seele wurde, okay, ein Fronttrank. Da komme ich wieder nicht durch. Da komme ich auch nicht durch. Okay. Wahrscheinlich sind wir gleich wieder am Anfang, da wo wir vorher waren. Übel ist, ich habe halt keine Ahnung, wo ich eigentlich hin muss. Und, verdammt, hier komme ich nicht lang. Gucken wir uns mal den kleinen Beutel hier. Verdreckter Beutel, darin findet sich galeisches Heilmittel. Okay. So, jetzt bin ich wieder irgendwo lang gelaufen, wo ich nicht lang komme. Also in die Richtung komme ich nicht weiter. Ich muss immer in die Richtung laufen. In den Kampf gehen. Okay, was haben wir hier? Diese arme Seele fiel einem Besessenen zum Opfer. Doch in einer Jackentasche findest du einen Fronttrank. Okay. Viertelstunde nur noch. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich lang muss. Okay, da haben wir einen zerstörten Schnitter. Überreste, aber auf... Okay, ein weiterer Fronttrank. Und ich... Na toll, jetzt hänge ich da fest. Ah! So, was mache ich jetzt? Toll, jetzt komme ich hier auch nicht mehr raus. Ich hänge hier fest. Na toll. Ah, da, okay. Okay. Okay, da ist ein laufunfähiger Schnitter, aber der hier wird gefährlich. Hey, der Schnitter ist... Okay, den können wir looten. Ein Magitex-Schnitter mit schwer beschädigten Beinen. Die Maschine ist noch warm. Mit einem Kernschlüssel und Brennstoff könnte er vielleicht gestartet werden und als stationäres Geschütz verwendet werden. Kernstoff und... Okay, jetzt müssen wir den finden. Wir uns den Weg freischießen. Hilfe! Verwundeter Legionär. Ah, meine Kameraden, ich kann nicht mehr. Nimm diesen Kernschlüssel. Er ist für einen Schnitter da hinten. Das Ding kann nicht mehr laufen, aber die Waffensysteme funktionieren noch. Mit einem anderen Endzym-Tank kann man das Ding bestimmt starten. Ah, ich kann nicht mehr. Okay. Aber wir kommen weiter. So, den Kennschlüssel haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch Tankfüllung. Da ist, wo finden wir die?
Da müssen wir jetzt dafür doch wieder in die andere Richtung gehen. Okay. Edzheims Tank. Ups, das ist ein bisschen noch. Der ist mir zu nah. So, gucken wir mal hier lang. Da ist einer. Da ist was. Legionärsleiche. Nichts zu finden. Da ist ein kleiner Beutel. Ein verdreckter Beutelchen, da findet wir einen Fronttank. Okay, jetzt haben wir weiter einen Fronttank, aber nicht des Edzheims. ...12 Minuten, oh Gott. Jetzt sind wir wirklich wieder da, wo wir angefangen haben. Muss doch hier irgendwo Treibstoff sein. Ich schätze mal, wir müssen einen von den kaputten, die wir vorher gefunden haben, looten. Wir haben es vorher nur nach Edzheims gesucht, aber jetzt brauchen wir ja nach einem Fronttank gesucht. Aber eigentlich brauchen wir jetzt Edzheims und dann könnte man natürlich was auch aus anderem suchen. Oh, der. Okay. 12 Minuten. Schlitter, gegen den will ich mich nicht antreten. Erstmal ein bisschen zu anstrengend. Da ist noch mal ein Legionär. Da hinten wäre was. Okay. Vielleicht schaffen wir es bis dahin. Ohne gegen einen Legionär kämpfen zu müssen. Betankt. Ah, betanktes Wrack. Wunderbar. Die Überreste eines Magentankschneckers. Die Steuerkonsole zeigt an, dass sich im Tank noch etwas Brennstoff befindet. Der Edzheim-Tank lässt sich sicher entfernen und transportieren. Okay. So, jetzt müssen wir nur wieder den... Fuck. Das ist echt praktisch, wenn wir den ablegen könnten und kämpfen. So, der Schnitter war hier irgendwo, oder? Folgt der eine mir noch? Nee, der folgt mir nicht mehr. Gut. Okay, da haben wir den laufunfähigen Schnitter, aber der kann das da alles wegbomben, hoffe ich. So, betanken wir dich. Okay, Schnitter steht, steuern und den Weg frei machen. Komm, Feuer eigentlich! Ah, komm schon!
Okay. Und jetzt nochmal. Okay, da kann man nicht aussteigen. Okay. Noch 8 Minuten. Ah. Dreh um. So, okay. Okay, da ist der nächste. Du da, hilf mir! Okay, müssen dem helfen. Okay, weiter. Dann Erzheim-Stenöb. Minuten. Aber den Abschnitt schaffen wir schneller. Okay. Und den letzten. Okay, alle auf den. Okay, den Bewaffneten, den schaffen wir noch. Nein. Diese Geschrei, die kommen! Okay, nee, müssen wir. Jetzt machen wir erstmal den. Erstmal den hier platt machen. Oh, jetzt alle darüber. Ganz schwach überlebt. Oder? Ich habe noch Zeit und ich hatte noch Lebenspunkte. Die Explosion kann uns bewusstlos machen. Bereit? Wach bleiben. Okay, wir sind wach. Du bist der Notlage entkommen und bei Bewusstsein. Aber kaum Lebenspunkte, verdammt. Kräfte sammeln und nach Camp Splittergas gehen. Oh, lauf wieder in die richtige Richtung, verdammt. Anscheinend. Aktion kann wegen eines erlittenen Status nicht durchgeführt werden. Muss ich jetzt mich 4 Minuten dahin kriechen, oder wie? Oh Gott, das schaffe ich nie. Komm, regeneriere dich. Okay, die Stacks gehen runter, das sehe ich gerade. Vorher hatte ich 4 Stacks, jetzt habe ich nur noch 3. Was auch immer die Stacks bedeuten. 2. Ja, ich kann schnell laufen. Komm schon. 1 Stack. Was ist das überhaupt für ein Debuff? Das ist im Sterben. Haha, toll. Und LP, Regeneration unwirksam. Zum Glück haben wir alle Besessenen unter Kontrolle bekommen, ohne einen zu verlieren. Ihr habt mich verloren. Um die wenigen Verletzten kümmern sich Arun Senna und seine Helfer bereits. Gut, dass wir genug Seelenwächter haben. Was ist mit Julas? Ist er wieder bei Sinn?
Leider noch nicht. Auch aus Magna Glacies sind viele Besessene eingetroffen. Einige von ihnen hat es schwer erwischt. In dieser Situation müssen wir eine Entscheidung treffen, wer zuerst behandelt wird. Es kann sein, dass er erst später an die Reihe kommt. Aber keine Sorge, wir werden ihn aus Animas Kontrolle befreien. In der Zwischenzeit solltet ihr nach unserer verschwundenen Freundin suchen. Woher wisst ihr eigentlich von Anima? Wir haben gerade zum ersten Mal von Anima erfahren. Ein schöner Zeitpunkt, um einfach so unterzutauchen. Es war gleich nach dem ersten Ätherimpuls. Bestimmt verfolgt sie eine Fährte. Leider hat in dem Chaos niemand bemerkt, wo sie hingegangen ist. Sie ist spurlos verschwunden. Unsere Freundin kommt gut allein zurecht. Aber ich habe trotzdem ein ungutes Gefühl. Seht mal, da kommt jemand. Fallt nicht auf diese hinterlistige Schlange rein. Nein! Die macht euch platt. Also ich. Das Rätsel wäre gelöst. Mein Körper. Seid ihr euch sicher, dass sie es ist? Ah ja, genau, sie mit der Ätheraugen, die kann es merken. Sie sieht aus wie unsere Freundin. Warum? Erkennst du sie nicht? Entweder die Ätherimpulse haben sich auf meine Wahrnehmung niedergeschlagen oder... Wo warst du denn? Wir haben uns Sorgen gemacht. Hauptsache, sie ist wieder da. Ist was passiert? Was ist denn mit dir? Böses Grinsen. Wer bist du? Ha. Wenigstens einer, der schlau ist. Das reicht jetzt, Xenos. Für mehr ist heute keine Zeit. Wir werden diese Scharade nun beenden und alle in unsere eigenen Körper zurückkehren. Entschuldigung, ich habe mich ja noch gar nicht allen vorgestellt. So viele Gäste hat man selten. Und Ungebetene noch dazu. Da musste ich euch natürlich einen gebührenden Empfang bereiten. Haben euch die besessenen Soldaten auch freundlich begrüßt? Meine kleine Ablenkung mit dem gestohlenen Erzheim hat euch hoffentlich ebenfalls gut unterhalten. Ihr habt den armen Seelen ja so aufopferungsvoll geholfen und so viel wertvolle Zeit vergeudet. Genau wie ich es mir gedacht hatte. Dank dieses Manövers wird sich mein Plan nun endlich erfüllen. Bald hat Anima genügend Äther in sich aufgenommen und dann wird die letzte aller Vorstellungen beginnen. Der älteste und stärkste aller je beschworenen Primae erwacht und die letzten Tage werden über uns hereinbrechen. Ich werde die Götter in ihrer Leibhaftigkeit verschlingen
Und nichts, weder deine Freunde noch ein Staubkorn dieser Welt, wird übrig bleiben. Hasse mich, inbrünstiger als je zuvor. Das Wechselspiel von Macht und Schicksal scheint dich zu begleiten. Das ist Segen und Fluch zugleich. Und vergiss dabei nie deine Gefährten. Wie oft schon wurden sie im Feuersturm deiner Taten verschlungen. Willst du diesen Weg fortsetzen? So schütze sie. Bewahre sie. Sie ist wieder bei uns. Hat da jemand von euch verletzt? Keine Sorge. Deinen Freunden geht es gut. Geht's? Ein Glück. Und danke, dass du uns gerettet hast. Willkommen zurück. Du hast ja ganz schön was erlebt. Eigentlich würde ich dir gerne eine Ruhepause gönnen. Aber Van Daniels Worten nach bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Sobald du wieder einen klaren Kopf hast, werden wir darüber sprechen, wie wir den Turm von Babel stürmen. Wow, ich muss jetzt erstmal nachfragen, ob es allen wirklich gut geht. Lucia? Als Kommandantin des Korps werde ich einen Bericht anfertigen müssen. Deshalb habe ich einige Fragen darüber, was mit dir passiert ist. Aber im Moment bin ich einfach nur froh, dass du wieder bei uns bist. Maxima? Der Körper, in dem du kamst, ist eiskalt. Seine eigentliche Seele hat ihn schon lange verlassen. Wer dieser Mann wirklich war und wie er in diese Sache verwickelt wurde, werden wir wohl nie erfahren. Seinen Leichnam werden wir den Bräuchen entsprechend bestatten, auf dass seine Seele Frieden findet. Gerade hier. Du bist der Held der Stunde, du hast mich erkannt. Also, Istola auch, aber endlich habe ich dich wieder. Alphino? Du solltest dich ausruhen. Ein gesunder Geist erfordert einen gesunden Körper. Der Körper ist gesund, der Geist hat gelitten darunter. Estinien? Das war beinahe schlecht, wäre beinahe schlecht geendet. Wir müssen wachsamer bleiben. Ouranger? Ich bin froh, dass du wieder du selbst bist. Wie fühlst du dich jetzt? Hier ist toller, du hast mich auch erkannt. Der Turm von Babel strahlt enorme Stärke Ätherwellen aus. Sie beeinträchtigen meine Sicht. Ich möchte mich damit nicht herausreden, aber das ist der Grund, warum ich Probleme hatte zu sehen, was wirklich geschieht. Tancred. Von Feinden besessen und die eigenen Freunde in Gefahr gebracht. Da haben wir etwas gemeinsam und glaub mir, das wird schon wieder. Kopf hoch, Tara. Alice, ich hoffe, dir geht's gut. Wie geht es dir? Hast du Schmerzen? Oder fühlst du dich irgendwie unwohl? Das wäre zwar nicht das Schlimmste, aber diese Telephoroi, die möchte ich am liebsten. Wie lange wohl diese Leute noch quälen? Sich noch quälen. Fast alle, die aus dem Tetrium zu uns gekommen sind, sind besessen. Und dann haben sie auch noch deinen Körper genommen. Das werde ich niemals verzeihen. Letzte Tage hin oder her. Ich werde sie aufhalten. Ja, das war ein großes und bewegendes Abenteuer und auch eine etwas längere Folge. Aber ihr seht, eine nächste große Quest steht schon an. Die nächste Quest wird auch eine Fragezeichen-Quest. Und die gehen wir in der nächsten Folge an. Jetzt bleibt nur zu sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt.
Und vielen Dank an meine Kanalmitglieder und ganz besonderen Dank geht natürlich wieder an meine Produktions- und Ehrenmitglieder Julian Eibblum und Klingone23. Danke euch beiden und wir alle sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann müssen wir Lucia wohl intensiv Bericht erstatten. Bis dahin sage ich ciao, ciao.